Nachdem wir jetzt mittlerweile das Hochdruckventil im CO2 hinter uns gelassen haben und auch das Flashgasventil hinter uns gelassen haben, können wir uns jetzt als nächstes um die Expansionsventile kümmern. Und genau darum geht es gleich. So, wir haben natürlich im CO2 zwei Varianten, deswegen heißt es auch CO2. Wir können einmal subkritisch und transkritisch betrachten. Und genau das werden wir machen und uns auch da wieder die Frage stellen, wie wähle ich ein elektronisches Expansionsventil für CO2 aus? Wer mit CO2 noch nicht so wahnsinnig viel zu tun hatte, für den kein Thema. Subkritisch, transkritisch, das kann man alles relativ schnell lernen, so relativ einfach, die ganze Thematik. Und wer dazu ein bisschen mehr wissen möchte, kann auch gerne in diese Broschüre reinschauen, denn dort wird nämlich genau dieses Thema mit subkritisch und transkritisch erklärt. Was hat es damit auf sich und auch genau, was für Ventile gibt es dafür und welche Regelungen gibt es dafür und was kann man alles da Wunderschönes mitmachen. Ich würde sagen, bevor wir hier großartig weiter über CO2 sprechen, starten wir direkt wieder in unsere Auslegung hinein. Wir starten wieder im CPQ, werden uns jetzt unser Projekt anlegen. Wir machen es auch relativ einfach. Projektname, da bleiben wir jetzt wieder bei Kühlraum, Verbundanlage, Supermarkt. Wie gesagt, wie ihr eure Projekte bezeichnet, bleibt natürlich bei euch. EXV ist es definitiv, CO2 ist es definitiv auch. Ja, das langt für mich erstmal in diesem Moment. Wieder unser Lieblingskunde. Anlage. Art ist jetzt für mich an dieser Stelle, es ist ja nicht am Compressor-Rack, also an der Verbundanlage montiert oder am Beflüssigungssatz. Für mich wäre das jetzt ganz klar wieder ein Kühlraum. Videobemerkung, das reicht schon. So, Daten nochmal überprüfen und los geht's. CO2-Expansionsventil. Und schon sehen wir, es sieht ein bisschen anders aus. Bevor wir allerdings im transkritischen loslegen, würde ich ganz gerne erst einmal im subkritischen loslegen. Das macht die Sache ein bisschen einfacher. Da kennen wir uns aus. Subkritisch, da verhält sich das CO2 ja ganz normal wie jedes andere Kältemittel auch. Im transkritischen haben wir einfach das Thema, dass der thermodynamische Link quasi aufgelöst ist zwischen ich verändere die Temperatur und der Druck verändert sich und umgedreht. Das ist ja so in Standardkältemittel, wenn wir subkritisch sind, so wie fast jede andere Kälteanlage ist, die nicht mit CO2 betrieben ist. Die sind nahezu alle subkritisch. Wenn ich da Druck verändere, verändere ich die Temperatur. Wenn ich die Temperatur verändere, muss ich auch der Druck automatisch mit verändern. Im CO2-transkritischen Bereich ist das nicht so. Da ist genau diese Verbindung aufgebrochen, aufgehoben, besser gesagt, und ich kann Druck und Temperatur getrennt voneinander regeln. Man könnte auch sagen, das gasförmige CO2 tut so, als wäre es eine Flüssigkeit. Obwohl es gasförmig ist, hat es aber so eine große Dichte, dass es sich verhält wie eine Flüssigkeit. So viel kurzer Einstieg zum CO2 und wir machen hier wieder weiter. Wir bleiben erstmal subkritisch, also hier verhält sich alles nahezu, wie es im Standard-Kältemittel auch so ist. Wir fangen an mit der Kälteleistung. Wir behaupten, es ist ein Kühlraum und ich behaupte jetzt, der hat 8 kW. Verdampfungstemperatur, da wir subkritisch sind, sind wir mit Sicherheit in der Tiefkühlung und da sind wir bei minus 28 Grad. Dann wären wir wesentlich höher, wird es ein bisschen schwierig im Subkritischen zu bleiben. Als nächstes Verflüssigung. Und da wird es auch interessant, 5 Grad behaupte ich jetzt einfach mal, weil auch da wird es ziemlich schnell von den Drücken sehr hoch. Und in der klassischen CO2-Verbundanlage könnte man so etwas durchaus als Drücke vorfinden. Druckverluste halt zu viel, 0,07. Auch hier immer an den Punkt denken, anstatt von einem Komma. 0,21.
Unterkühlung, naja, komm, lassen wir es knallen, 10 Kelvin ist in Ordnung. Und das berechnen wir. Wir lassen es berechnen, besser gesagt. Und schon seht ihr, das Ding sieht wieder sehr, sehr verdächtig aus, wie das Log-pH-Diagramm, was wir kennen. Außer, dass es hier drüben an den Kanten aufhört, weil da würde es in den transkritischen Bereich so langsam reinrutschen. Ist ein bisschen Lügen für Kinder, ich weiß. Und schon kriegen wir einiges an Ventilen ausgeworfen. Ihr merkt, das ist jetzt auf einmal wieder jede Menge. Bei den Heißgasventilen war es nicht so viel. Und wir hatten auch bei den anderen Ventilen nicht so viel, bei den Flashgasventilen und bei dem Hochdruckventil. Warum ist das so? Das sehen wir jetzt gleich, wenn wir mal einen klitzekleinen Blick auf die Typenbezeichnung werfen. Wir können es auch anders machen. Wir fangen mal so rum an. Wir sagen mal, ich möchte ein demontierbares Ventil. Aha, wir kriegen demontierbare Ventile. Ist ja interessant. Und das liegt einfach an dem Druckbereich. Wir springen dazu nochmal in unser wunderschönes DIN A4-Blatt, was ich euch schon mal gezeigt habe. Das findet ihr auf carell.de oder com. Dann gehen wir auf EEV Technologie, gehen zu den Expansionsventilen wieder und dort haben wir dieses wunderschöne Blatt. Und jetzt wird das geübte Auge feststellen, zum einen haben wir hier vorne ziemlich viele Ventile, das ist korrekt. Die CO2-Ventile sind ganz unten, aber wenn wir hier hinten mal nachschauen, in diesen Gruppen, da werden wir ganz schnell fündig, dass wir hier überall tatsächlich auch CO2 finden. Ist ja spannend. Jetzt könnte man die Frage stellen, warum habe ich diese Ventile nicht bei den Hochdruckventilen gefunden? Das ist ganz einfach, weil auch da brauchen wir nur einen wunderschönen kleinen Blick in die Einsatzgrenzen zum Beispiel hineinzuwerfen. Und wir werden merken, wenn wir ein bisschen weiter vorscrollen, tada, da finden wir nämlich dann auch ganz schnell heraus, gerade hier beim Druck, hoppala, ein bisschen zu viel markiert, dass wir einfach nur einen maximalen Druckbereich haben. Logisch, alles hat einen maximalen Druckbereich, aber der ist einfach nicht für den transkritischen Bereich geeignet. Nur für diesen subkritischen Bereich. Und genau da bewegen wir uns ja aktuell. Also wenn wir ein subkritisches Ventil auswählen, haben wir die volle Bandbreite. Was heißt das? Das heißt, wir können durchaus so ein Ventil bekommen. Das ist ein E2V11CS, das klassische CO2-Expansionsventil. Aber wir könnten auch zum Beispiel diesen Kameraden hier bekommen. Und das ist ein Z-Ventil. Vorteil vom Z-Ventil ist, es ist zerlegbar. Das macht mir den Service natürlich schön einfach. Eventuell aber auch die Lagerhaltung. Und dann ist eigentlich nur die Frage, welchen Ventilkörper möchte ich haben? Mit Schauglas, ohne Schauglas? Welcher Anschluss soll es sein? Und welcher Einsatz, also welche Leistungsgröße soll denn das Ventil haben? Ich sag mal, welche Düse? Es ist zwar der falsche Begriff Düse, aber ihr wisst alles, was damit gemeint ist. Guti, also subkritisch haben wir jetzt was. Damit wir eine bisschen bessere Auswahl bekommen, bin ich dafür, dass wir jetzt nochmal ein zweites Ventil anlegen. Subkritisch. Und wir sagen jetzt, wir haben 8 kW vorhin ausgewählt, jetzt nehmen wir 3 kW. Die Betriebspunkte, die anderen lassen wir gleich. Wir behaupten, der hängt an einer Verbundanlage dran, die sauber gemanagt ist. Da wird sich da nicht viel verändern. Bleiben bei minus 28 Grad. Verflüssigung bleiben wir auch bei 5, das passt auch. Selbe Anlage, Druckverlust kann sich nicht verändern. 0,07. 0,21 nehme ich als Standard und die Unterkühlung lassen wir auch gleich. So, und jetzt berechnen wir das Ganze. Auf einmal sind es schon mal wieder weniger, es sind nur noch 87 Ventile. Und jetzt würde ich sagen, wir fokussieren uns mal auf die bipolaren Ventile, demontierbar. Und schon haben wir vor allen Dingen, wenn ich das alles richtig sehe, genau, haben wir überwiegend Z-Ventile hier am Start.
Wir können mal so ein paar uns hier anschauen. Wie sieht denn hier so der Part aus? Ist doch hübsch. Sieht sehr gut aus, gefällt mir. Scrollen wir mal ein bisschen weiter runter. Gucken wir mal hier rein. Auch das sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, auf jeden Fall sehen wir jetzt hier einiges an unterschiedlichen Leistungsgrößen. Und jetzt kann ich mich entscheiden, was soll es werden. Soll es jetzt zum Beispiel wenn wir beim Z-Ventil bleiben, ein E2VZ14, also eher die größere Variante werden? Soll es das 11er werden oder die 9er Variante? Wir vergleichen mal. Wir fangen mal ganz hier oben an. Gehen da mal ein bisschen weiter und nehmen mal unser letztes. Sagen speichern. Drucken uns wieder unsere PDF dazu. Wer das braucht, wer das möchte. Wer jetzt schon sagt, ich habe mein Ventil schon gefunden, kann einfach sich das auswählen natürlich. Und jetzt könnten wir uns dann entscheiden, welches Ventil soll es denn bitte werden. Je nachdem, was jetzt meine Auslegungspunkte sind und was mir persönlich wichtig ist, würde ich mich für eine Standard-Kälteanwendung, wenn ich sage, okay, ich brauche nicht weit oben raus, ich brauche nicht viel Puffer an Leistung, das passt schon so, würde ich wahrscheinlich zum kleinsten Ventil tendieren, zum 9er. Und bräuchte mich jetzt noch zu fragen, welchen Body brauche ich. Will ich mit Schauglas oder ohne? Und dann kann ich das entsprechende Ventil zusammensetzen und habe schon mein Ventil fertig. Gut, jetzt habe ich euch ja auch versprochen, wir gucken auch in Transkritisch rein. Das machen wir jetzt auch im selben Atemzug. Und los geht es. Ihr merkt, das CO2 subkritisch ist jetzt kein großes Thema. Das kann man natürlich selber alles machen. Wie sieht das jetzt im Transkritischen aus, der ganze Spaß? Da machen wir mal, die überschreiben wir jetzt einfach. Wir wechseln auf Transkritisch. Ich nehme mal ein bisschen was Größeres und ich sage, wir nehmen eine Kühlzelle, ja, so 20 kW, Verdampfungstemperatur. Wir nehmen, ja, mal was Hohes. Klimakammer, 8 Grad, kann man schon mal machen. Gut. Delta Pressure 0,21 passt. Und schon merken wir auch ganz große Unterschiede. Jetzt wird hier gefragt nach Temperatureinlass. Da sage ich jetzt mal, es sind 40 Grad. Flüssigkeitstemperatur sozusagen. Druck wären wir dann ungefähr bei 110 Bar. Wenn ich jetzt einfach nur berechnen würde, würde nichts bei rumkommen, weil die Spreizung zu groß ist. Transkritisch, da nehmen wir als zweiten Part mal 6 kW. Verdampfung bleiben wir auch bei 8. Das bleibt auch gleich. Wir bleiben auch bei 40 und bleiben hier auch bei 110 Bar. Und jetzt kalkulieren wir das Ganze mal. Ihr merkt, es ist nur eine Linie, weil nur die Leistung verändert wurde, aber die anderen thermodynamischen Bedingungen wurden nicht verändert. Deswegen sehen wir hier nur eine Linie. Da verändert sich nichts. Und jetzt setzen wir hier mal wieder alles zurück und kriegen da schon unser passendes Ventil ausgespuckt. Warum habe ich erst kein Ventil angezeigt bekommen? In meinem vorherigen Filter war hier noch das auf demontierbar. In diesem Druckbereich kriege ich kein Expansionsventil mehr als Smart-Ventil, als demontierbares Ventil, sondern da kriege ich tatsächlich nur noch die vollhermetischen aktuell. Ja, und da gucken wir mal, was wir hier so alles Schönes haben. Allerdings läuft es aufs gleiche Ventil raus, also haben wir schon ziemlich punktgenau ein Ventil uns rausgesucht und sehen hier unseren Regelbereich. Dann geht es jetzt für uns nur noch um die Frage, welches Ventil wird es genau? Da könnte ich jetzt hergehen, sage speichern, ausdrucken
und kann dann auch wieder mein Angebot mir von meinem Großhändler meines Vertrauens unterbreiten lassen oder aus deren Webshop-System mir die Daten ziehen. Sehr schön. So, Freunde der Kälte. Das war es auch schon zu diesem Bereich. Das heißt, jetzt haben wir alle Schritte Stück für Stück für Stück für Stück durchgemacht, von der Einführung bis zu den verschiedenen Auslegungen. Und da kann ich euch nur eins sagen: Viel Spaß mit dem EXV Lab. Schaut mal wieder rein und wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Ciao.